Hallöchen ihr Lieben und willkommen zu dieser Mütze. Ich häkel hier für eine Damengröße von etwa 54 cm Kopfumfang. Ihr könnt diese Mütze auf euren Kopfumfang anpassen, indem ihr einmal, so wie die Mütze sitzen würde, um euren Kopf herum über die Ohren das Ganze abmesst. Danach solltet ihr einmal von der Mitte eures Kopfes herunter messen bis dort, wo sie auf die Ohren sitzen soll. Das ist dann die normale Mützenlänge. Da ich bei dieser Mütze das Bündchen direkt mit reinhäkel, rechnet ihr nochmal circa 10 cm mehr drauf. Bei einer Damengröße von 54 cm sind dies ungefähr 21 cm Gesamtlänge der Mütze. Plus diese 10 cm mehr brauche ich also eine Gesamthöhe von ca. 31 cm. Also von hier nach hier plus das Bündchen 31 cm. Also, wenn ihr jetzt für eine andere Größe häkeln wollt, für euren Mann, für euer Kind, Bekannte, einmal den Kopfumfang nehmen, dort wo die Mütze eigentlich sitzt. Das wäre dieses Ergebnis. Dann einmal von der Mitte herab messen bis zum Ohr, wo die Mütze sitzen würde, und plus 10 cm mehr dann für das Bündchen. Für eine sehr kleine Kindergröße nehmt ihr natürlich beim Rand nur 6 bis 8 cm und wenn ihr habt, vorzugsweise auch Maße an einer bereits vorhandenen Mütze. Wir werden jetzt gleich im ersten Schritt unsere 54 cm oder aber ihr euren Kopfumfang als Kette anschlagen und das Ganze dann in einem Muster zur Runde schließen. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Alle Angaben zur Wolle, Nadelstärke und Verbrauch findet ihr wie immer unter dem Video in der Infobox. Und dann ab an die Nadeln und los geht's. Diese Mütze werde ich mit einem 8-fädigen Bobbel häkeln. Hier habe ich mir 2 4-fädige zusammengenommen in lila. Da wir ja so im Aubergine-Bereich derzeit in den Herbstfarben liegen. Und ich beginne diese Mütze mit einer Basisreihe aus festen Maschen. Ihr könnt jetzt mit einer Luftmaschenkette euren Kopfumfang anschlagen. In meinem Fall sind es 54 cm oder aber mit mir den Fußschlingenanschlag beginnen. Dazu häkel ich 2 Luftmaschen, gehe in die untere erste Schlaufe zurück, hole den Faden durch, ziehe beide Schlaufen auf gleiche Höhe durch eine, das ist der Boden, auf dem die Masche steht, und danach durch 2 Schlaufen für eine feste Masche. Danach können wir hier unten das Ganze zuziehen und haben nun unsere erste Masche, wo wir hier oben sogar eine komplette Masche haben und hier unten. Wir gehen in die untere hinein, nehmen diese komplett auf, holen den Faden wieder durch, ziehen beide Schlaufen wieder auf gleiche Höhe, das ist wichtig, damit die Kette auch schön elastisch bleibt. Durch eine Schlaufe, das ist die Basis, auf dem die Masche steht, und durch 2 für eine feste Masche. Nächste gebildete Masche komplett einstechen, Faden holen, beide Schlaufen auf gleiche Höhe, durch eine und durch 2. Nächste gebildete Masche, Faden holen, beide Schlaufen auf gleiche Höhe, durch eine und durch 2. Und wenn man das einmal drauf hat, kommt man sehr zügig voran und spart sich somit Hin- und Rückreihe. Also ich werde jetzt auf meine 54 cm meine Kette häkeln und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Zurück, nachdem ich meine 54 cm Kopfumfang angeschlagen habe.
Das Ganze einmal natürlich angelegt und geschaut, dass es nicht zu eng und nicht zu locker ist. Zählen wir nun die Maschen einmal durch und die Maschenanzahl selber sollte teilbar durch 6 sein. Wenn euch jetzt hier Maschen fehlen, legt ihr die Kette einmal um den Kopf herum und schaut, ob ihr 2 Finger breit dazwischen kommt. Wenn das Ganze zu fest ist, dann nehmt ihr Maschen mehr auf. Wenn ihr aber merkt, ihr seid lockerer als 2 Finger breit, dann nehmt lieber weniger. Sonst wird die Mütze nachher zu locker oder aber zu fest. Also Kette auf euren Kopfumfang anschlagen, durchzählen, die Maschenanzahl sollte teilbar durch 6 sein und dann noch mal kurz anpassen und schauen, ob ihr dann Maschen dazu oder davon abnimmt, insofern ihr korrigieren müsst, damit die Mütze nicht zu fest oder zu locker ist. So. Nach 60 Maschen auf Nadelstärke 5 und einem 8-fädigen Bobbel können wir nun das Muster beginnen. Wir beginnen mit 3 Steigeluftmaschen und stechen direkt in die erste Masche am Fuß der Steigeluftmaschen ein und häkeln dort 3 Stäbchen hinein. Danach lassen wir 2 Maschen frei, stechen in die dritte Masche ein und häkeln eine feste Masche. Umschlag, 2 Maschen freilassen, in die dritte einstechen und nun dort 7 Stäbchen in die eine Masche häkeln. Zwei Maschen freilassen und eine feste Masche in die dritte Masche häkeln. Umschlag, wieder 2 Maschen freilassen und in die dritte 7 Stäbchen in die eine Masche häkeln. Zwei Maschen freilassen und in die dritte eine feste Masche. Zwei Maschen wieder freilassen und in die dritte 7 Stäbchen. Zwei freilassen und in die dritte wieder eine feste Masche. Und so nun immer im Wechsel. Wir beginnen also mit 3 Steigeluftmaschen und 3 Stäbchen, dass wir optisch 4 Stäbchen haben, lassen 2 Maschen frei und häkeln in die dritte eine feste Masche. Danach lassen wir wieder 2 Maschen frei und häkeln in die dritte 7 Stäbchen. 2 Maschen frei, in die dritte eine feste Masche, 2 Maschen frei und in die dritte wieder 7 Stäbchen. Und so nun immer im Wechsel bis zum Ende der Reihe. Und am Ende der Reihe in die letzte Masche 3 Stäbchen häkeln.
ist das Ganze breit genug, um es unverdreht zusammenzufügen. Und dazu häkeln wir in der zweiten Steigeluftmasche von unten angezählt eine Kettmasche, mit dem wir das Ganze verbinden. Und dann können wir nun mit dem Anfangsfaden hier unten das Ganze auch noch verbinden und haben dann die Basis für unsere Mütze bereits geschaffen. Das war Reihe 1. Kommen wir zur Reihe 2. Reihe 2 beginnen wir, indem wir nun diese Mitte auffüllen müssen. Dazu stechen wir direkt am Fuß, wo unsere Steigeluftmasche rauskommt, ein und häkeln eine feste Masche. Anfänger sollten sich jetzt hier besser einen Marker setzen, damit ihr seht, wann ihr einmal rum seid. Oder ihr lasst hier unten erstmal den Faden hängen und vernäht ihn so wie ich dann nicht. Danach kommen 3 Luftmaschen, einen Umschlag und nun nehmen wir uns diese 3 ersten Stäbchen vor und häkeln diese halb ab. Also wir holen den Faden durch und häkeln nur durch 2 Schlaufen ab. Umschlag, nächstes Stäbchen, Faden durchholen, durch 2 Schlaufen abhäkeln. Und nochmal Umschlag, das letzte Stäbchen, Faden holen, durch 2 Schlaufen abhäkeln. Nun haben wir 4 auf der Nadel und bis jetzt 3 gemeinsam abgemaschte halbe Stäbchen. Umschlag. Danach kommt die feste Masche in der Mitte, auch dort einstechen, Faden holen, durch 2 Schlaufen. Umschlag. Und nun kommen von diesem Fächer die ersten 3 Stäbchen. Auch hier Faden holen, 2 Schlaufen abhäkeln, Umschlag, Faden holen, 2 Schlaufen abhäkeln und ein letztes Mal Umschlag, Faden holen, 2 Schlaufen abhäkeln. Nun müssen wir 8 Schlaufen auf der Nadel haben. 2, 4, 6, 8. Und zwar unsere Anfangsschlaufe und 7 halbe Stäbchen, die wir jetzt gemeinsam abmaschen. Ziehen den Faden durch alle Schlaufen hindurch und haben dann so einen schönen Bogen. 3 Luftmaschen. Schauen, welches Stäbchen belegt ist und dann das mittlere Stäbchen des Fächers eine feste Masche. 3 Luftmaschen und nun das gleiche wieder. Hier die ersten 3 Stäbchen, die feste Masche und vom nächsten Fächer die ersten 3 Stäbchen. Alle gemeinsam abmaschen. Umschlag, erstes Stäbchen einstechen, Faden holen, 2 Schlaufen. Umschlag, zweites Stäbchen, Faden holen, 2 Schlaufen. Umschlag, drittes Stäbchen, Faden holen, 2 Schlaufen. Umschlag, feste Masche, Faden holen durch 2 Schlaufen. Umschlag, erstes Stäbchen von dem nächsten Fächer, Faden holen durch 2 Schlaufen. Zweites Stäbchen, Faden holen durch 2 Schlaufen und drittes Stäbchen holen durch 2 Schlaufen. 2, 4, 6, 8 Schlaufen auf der Nadel und diese gemeinsam abmaschen. 3 Luftmaschen und in das mittlere Stäbchen des Fächers eine feste Masche. Und dann sollte es bereits so aussehen. Drei Luftmaschen und nun wieder die letzten 3 Stäbchen, die feste Masche und hier die ersten 3 Stäbchen, alle gemeinsam abmaschen. Wir nehmen das erste Stäbchen, häkeln dieses zur Hälfte ab, zweites Stäbchen zur Hälfte abhäkeln, drittes Stäbchen zur Hälfte abhäkeln,
feste Masche zur Hälfte abhäkeln, erstes Stäbchen des nächsten Bogens zur Hälfte, zweites Stäbchen des nächsten Bogens zur Hälfte und drittes Stäbchen. 8 Schlaufen auf der Nadel und diese wieder gemeinsam abhäkeln. 3 Luftmaschen und mit einer festen Masche in dem mittleren Stäbchen fixieren. Und so häkeln wir jetzt im Wechsel, bis wir einmal komplett herum sind. Immer 7 Maschen als 7 gemeinsam abgemaschte Stäbchen häkeln, dann wieder 3 Luftmaschen und in das mittlere Stäbchen mit einer festen Masche fixieren. Dazu dann immer die 3 letzten Stäbchen, die feste Masche und hier die ersten 3 Stäbchen. Feste Masche in die Mitte, hier die letzten 3 Stäbchen, feste Masche und hier die ersten 3 Stäbchen. Und so einmal rum. Und nachdem wir einmal rum sind, die 3 Luftmaschen nicht vergessen, stechen wir in die erste feste Masche ein, die wir gehäkelt hatten, und schließen dort mit einer Kettmasche. Und dann haben wir unsere Runde 2 soweit fertig. Kommen wir zur Runde 3. Nun wollen wir das Ganze beenden, indem wir einen Kreis daraus machen. Wir haben hier den unteren Kranz und nun müssen wir den oberen häkeln. Wir beginnen in der festen Masche mit einer festen Masche. Anfänger sollten sich auch hier wieder den Marker setzen. Dann machen wir einen Umschlag und nun stechen wir in die Masche ein, wo alle Stäbchen der Vorreihe zusammenkommen. In das eine Loch einstechen und 7 Stäbchen hineinhäkeln. Nach den 7 Stäbchen diese wieder in der festen Masche der Vorreihe mit einer festen Masche fixieren. Und dann haben wir hier unseren Kreis soweit fertig. Diese Löcher werden sich mit der Zeit legen, umso mehr wir häkeln und später zieht sich das Ganze noch richtig. Von der festen Masche aus einen Umschlag und nun den nächsten halben Kranz nehmen. Den Fächer, den wir nach oben geschlossen haben. In das Loch einstechen, in die Masche, wo alle Stäbchen der Vorreihe zusammenkommen und auch dort wieder 7 Stäbchen hineinhäkeln. Und diese wieder in der festen Masche mit einer festen Masche fixieren. Also eine ganz einfache Reihe. Immer von der festen Masche aus schauen, wo kommen die Stäbchen der Vorreihe zusammen und mit einem Umschlag in dieses Loch einstechen und dort 7 Stäbchen hineinhäkeln und diese dann am Ende mit einer festen Masche fixieren. Und so nun einmal rum. Und am Ende der Runde
Nachdem wir den letzten Fächer aufgefüllt haben, beenden wir die Runde in der ersten festen Masche, die wir gehäkelt haben, mit einer Kettmasche. Und das war dann Runde 3. Kommen wir zu Runde 4. Nun müssen wir wieder verschieben, denn jetzt müssen wir ja wieder hier zwischen die neuen Bögen zusammen häkeln, um dann später darüber wieder so einen Fächer zu häkeln. Also beginnen wir in Runde 4 mit 3 Steigeluftmaschen, machen einen Umschlag und häkeln nun die ersten 3 Stäbchen als 3 gemeinsam abgemaschte Stäbchen zusammen. Erstes Stäbchen einstechen, Faden holen, 2 Schlaufen abhäkeln. Zweites Stäbchen einstechen, 2 Schlaufen abhäkeln und Umschlag, drittes Stäbchen einstechen und 2 Schlaufen abhäkeln. Dann haben wir 4 auf der Nadel und diese häkeln wir dann gemeinsam ab. Hier wieder nicht vergessen, den Marker zu setzen, gerade bei Anfängern. Dann wieder 3 Luftmaschen, denn hier fügen wir die Stäbchen ja wieder zusammen. Das heißt, wir brauchen den Ausgleich immer von den 3 Luftmaschen dazwischen. Dann stechen wir in das mittlere Stäbchen ein und häkeln dort eine feste Masche. 3 Luftmaschen. Und dann geht es wieder los, wie ihr es kennt. Die letzten 3 Stäbchen, die feste Masche und vom nächsten Fächer die ersten 3 Stäbchen, alle als 7 gemeinsam abgemaschte Stäbchen zusammenhäkeln. Probeweise dann einmal die Schlaufen abzählen und das sollten dann 8 Stück sein und diese dann gemeinsam. 3 Luftmaschen und in das mittlere Stäbchen mit einer festen Masche fixieren. Und den Rest kennt ihr ja. Wieder die letzten 3 Stäbchen, die feste Masche und die ersten 3 Stäbchen und immer dazwischen die 3 Luftmaschen als Ausgleich. Und so dann einmal rum. Und am Ende der Reihe nach den 3 Luftmaschen häkeln wir noch die letzten 3 Stäbchen gemeinsam zusammen und beenden die Runde in der dritten Steigeluftmasche von unten angezählt mit einer Kettmasche und haben dann auch hier optisch unseren Kranz oder Fächer nach unten. Und das war Reihe 4. Kommen wir zu Reihe 5, das ist dann wieder Reihe 1. Und danach wiederholen sich die Reihen. Wir haben jetzt hier den Kranz nach unten und befinden uns dort schon genau in der Mitte. Da es jetzt nicht viel Sinn macht, 7 Stäbchen direkt hier rein zu häkeln, weil wir diese ja auch am Ende irgendwie fixieren müssen, damit es eine schöne Rundung gibt, häkeln wir erst einmal optisch 4. Wir beginnen also mit 3 Steigeluftmaschen, Umschlag und stechen am Fuß in die Mitte, wo die Stäbchen der Vorreihe alle zusammenkommen, ein und häkeln dort 3 Stäbchen hinein. Und diese fixieren wir dann in der festen Masche. Mit einer festen Masche. Und danach geht es weiter, wie ihr es kennt. Auch hier wieder schauen, wo kommen alle Stäbchen der Vorreihe zusammen. In die Masche, in das Loch einstechen und 7 Stäbchen hineinhäkeln.
und diese wieder in der festen Masche mit einer festen Masche fixieren. So, und wenn wir einmal rum sind, schließen wir das Ganze wie am Anfang in der ersten Reihe, indem wir in das Löckchen hier vorne einstechen, noch 3 Stäbchen hineinhäkeln und mit einer Kettmasche in der dritten Steigeluftmasche von unten anschließen und haben dann auch hier unseren vollendeten Bogen nach oben. Danach geht es wieder weiter mit Reihe 2, 3, 4 und dann wieder 1, 2, 3 und 4. Und so wird unsere Mütze jetzt immer weiter nach oben wachsen. Ich hatte ja am Anfang ausgerechnet, Kopflänge vom Mittelscheitel herunter gemessen bis zum Ohr 21 cm plus Bündchen 10 cm, brauche ich jetzt eine Gesamtlänge von 31 cm. Dabei nehme ich euch selbstverständlich mit und wenn ich dann meine 31 cm Gesamthöhe erreicht habe, dann sehen wir uns wieder. Bis gleich! Zurück, ihr Lieben, nach 21 Reihen habe ich meine 31 cm soweit fertig gehäkelt und habe hier vorzugsweise die letzte Reihe so gestaltet, dass ich das Muster abschließe und somit die Bögen auch habe. So, dann können wir den Faden rausziehen, einmal verhäkeln, damit das Ganze auch schön zu ist. Dann nehmen wir uns unsere Wollnadel hinzu. Und nun gehen wir immer im Wechsel von hinten um die erste Masche, dann nach vorne zweite Masche, hinten dritte, vierte, fünfte, sechste und fädeln dies immer so auf, die Nadel auf, indem wir das Ganze hin und her auf die Nadel auffädeln. Dann können wir das ein Stück zusammenziehen, dann wieder von vorne nach hinten, von hinten nach vorne, jede einzelne Masche einmal aufnehmen und wieder zusammenziehen. So, nachdem wir das Ganze dann einmal rum haben, ziehen wir feste zu. So. Und wenn wir dann hier noch ein kleines Loch haben, was bei so einem dicken Muster und Garn höchstwahrscheinlich ist, vernähen wir dieses einfach in Kreuzformat zu. Erst machen wir ein Kreuz, dann gehen wir ein Stück weiter, einmal so und einmal so. Dann haben wir schon einen kleinen Stern. Und dann gehen wir wieder ein kleines Stückchen weiter. Einmal so. Und einmal so. Und haben einen Komplettstern. Dann nochmal nachprüfen. Alles schön geschlossen. Vor allen Dingen haben wir dadurch auch hier diese gleichmäßige Knitterung, was das Ganze dann auch sehr schön aussehen lässt. Danach gehen wir nach innen. Und
Und vernähen den Faden dann noch einmal komplett. Und dann sind wir auch schon fertig. Einmal ausschütteln und dann sind wir stolzer Besitzer dieser hübschen Mütze. Und haben direkt mit hineingehäkelt auch unsere Bündchen. Und dieser Übergang, der ist einfach nur schön. So, wer möchte, kann sich jetzt noch einen Bommel oben dran machen oder aber das Ganze so lassen. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen und ihr seid gut mitgekommen. Vergesst nicht, eure Bewertung da zu lassen, wie immer ganz, ganz wichtig. Kanal abonnieren ist kostenlos, Glöckchen drücken und kein Video mehr verpassen. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachwerkeln. Lasst die Nadeln glühen und ich hoffe, wir hören uns zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.